Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zum Barcraft. In diesen schweren Kriegszeiten mit der Ukraine, trotzdem werden wir weiter machen mit Peters Krieg, also Krieg. Und zwar mit den Erlebnissen von Peter und Rudolf in der Normandie im Jahr 1944. Da kommt jetzt eine neue Folge auf euch zu und vielleicht kann man da sich ein bisschen ablenken von dem Krieg in der Ukraine. Ich weiß, das Programm ist momentan auf dem Kanal etwas anders als sonst und das ist natürlich den aktuellen Geschehnissen geschuldet und ich höre immer sehr viel oder ich lese mir viele Kommentare durch und viele Leute, denen gefällt das ja auch nicht, was wir hier machen und sind dann auch enttäuscht und traurig und so weiter und so fort. Ich kann euch versichern, es geht wieder zurück zu den alten Mustern, wenn sich die Zeiten wieder ändern. Und man muss auch verstehen, mein Kanal, meine Entscheidung. Und wenn ich das so machen will, dann mache ich das auch so. Und wer da nicht so gut mit klarkommt, der muss dann eben sich einen anderen Kanal suchen. Und so einfach ist das. Wir sind ja frei in unserer Entscheidung. Und deswegen sehe ich das auch nicht so tragisch, wenn jemand den Kanal verlässt. Das muss jeder selber wissen. Aber ich hoffe, dass dieser Ukraine-Krieg bald vorbei ist und dass wir wieder ganz normal leben können mit den ganzen Einschränkungen, die momentan sind. Ist es ja nicht schön. Das will ich aber auch nicht weiter bewerten. Wir wollen jetzt mit Peter und Rudolf in die Normandie, mein Gott, in die Normandie und sehen, was die da erleben. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir mal an. Die Lage beruhigte sich schnell. Wir waren erstmal in Ruhestellung befohlen worden. Die Zeit war zu nutzen, denn hier konnte es in Minuten umschlagen und wir würden wieder vorstoßen. Knapp 5 Kilometer hinter der Front waren wir auf einem kleinen Bauernhof einquartiert. Die Scheune war schön groß und wir konnten 3 Panzer dort unterstellen. Endlich mal keine Flieger, die sich auf uns stürzten. Die Fahrzeuge wurden versorgt und auch wir konnten unsere Wunden lecken. Der neue Ladeschütze war ein lustiger Kerl, der schon nach ein paar Stunden die Männer mit witzigen Geschichten zum Lachen brachte. Alles gute Männer und ich hoffte, dass wir alle den Hexenkessel in der Normandie überstehen würden. Am frühen Nachmittag waren alle erschöpft und ich ordnete an, dass alle sich ein paar Stunden Schlaf gönnen sollten. Ich hatte das ungute Gefühl, dass es heute Nacht wieder losgehen würde. Ich suchte mir einen guten Platz im Stroh und war schnell eingeschlafen. Scheinbar konnte mich nichts aus dem todesähnlichen Schlaf erwecken. Als ich dann aufwachte, war es schon dunkel. Fast 5 Stunden hatte ich geschlafen. Der Körper hat es wohl gebraucht. Die Männer hatten schon was zum Abendessen zubereitet. Das sah nicht nach Feldverpflegung aus. Egal, es war warm und es schmeckte gut. Gegen 21 Uhr saßen wir zusammen und überlegten, wie es wohl die nächsten Tage weitergehen würde. Ein Melder kam hereingestürzt und brachte Befehle. Gleichzeitig kamen auch ein paar Mann auf dem Hof an. Die Truppe, es müssen so 12 Mann gewesen sein, warfen sich auf den Boden und streckten alle Viere von sich. Neugierig ging ich rüber und wollte mal wissen, was dieser Haufen hier wollte. Ich erkannte den Oberscharführer vom Vortag und man sah, dass die Männer durch die Hölle gegangen waren. Ich wies meine Männer an, den Kameraden Wasser zu holen und, wenn noch genug da war, denen auch etwas zu essen zu geben. Dankbar wurde es angenommen und man konnte in den Gesichtern mit den tief eingesunkenen Augen erkennen, dass die letzten Stunden ein harter Kampf gewesen sein musste. Ich fragte den Truppführer nicht gleich aus, ich wartete erstmal, bis er soweit war. Er trank erst, nachdem alle seine Männer ihren Durst gelöscht hatten. Und auch, als seine Männer was zu essen hatten, griff er erst nach dem Kochgeschirr. Ich blieb etwas abseits sitzen und sah mir die Karten an, die ich noch vom Angriffsraum bei mir hatte. Es fehlte mir die aktuelle Lage, aber es wurde angedeutet, dass wir noch eine Einweisung bekommen sollten, und zwar gleich morgen früh. Rauchend trat der Oberscharführer auf mich zu und fragte mich, ob er sich setzen könnte. Ich nickte und auch Rudolf setzte sich dazu.
Wir saßen eine Weile so da. Dann fing er an zu erzählen, was er die letzten Tage mit seiner Truppe erlebt hatte. Anfänglich 20 Mann war sein Zug stark. Nach jedem Gefecht fehlte dann wieder jemand. 8 Mann in 3 Tagen getötet oder vermisst. Ein hoher Blutzoll für 10 zerstörte Feindpanzer. Er nannte mir die Namen der Männer und wie diese mit Todesverachtung die Britenpanzer angegangen haben. Niemals habe er solche Kerle erlebt, die das eigene Leben so bereitwillig in die Waagschale warfen, um den Feind zu stoppen. Selbst die Briten hatten solch eine Kaltblütigkeit nicht erlebt. Wo der Trupp auftauchte, hatte der Tommy die Hosen voll. Mit geballten Ladungen, Minen und dem Ofenrohr hatten die 3-mal die Angriffsspitzen blutig zurückgeschlagen. Wenn 2 englische Panzer brannten, dann nahmen die anderen Panzer reißaus. Nur die feindliche Infanterie blieb hart am Feind, bis die eigenen MGs die feindlichen Soldaten aufhielt. Nur ein paar Feuerstöße und die waren bedient. Dann wieder schnell zurück in eine neue Stellung. Durch die Hecken hatte man immer gute Tarnung und konnte sich schnell zurückziehen oder flankierend vorstoßen. Für mich als Panzermann waren das lehrreiche Erzählungen, wenn man weiß, wie diese Panzernahkämpfer dachten. Auch Rudolf hörte aufmerksam zu und stellte hier und da Fragen zu den Angriffen auf die Feindpanzer. Er war auch selbst verwundet, linker Oberarm und da auch nur notdürftig verbunden. Ich zeigte auf den Verband und er meinte nur, dass es ein glatter Durchschuss wäre. Ein englischer Sergeant tauchte wohl aus seiner Luke auf und schoss mit der Pistole auf ihn. Rudolf wollte nun die ganze Geschichte zur Verwundung hören und er willigte ein, diese auch zu erzählen. 2 Cromwells und ein Churchill waren erkannt worden. Wir griffen an. Der erste fuhr auf eine Mine und blieb liegen. Der Churchill schob sich noch vorbei und wurde von einer Panzerfaust in die Seite getroffen und brannte sofort. Dem letzten Panzer sprangen die Ketten ab, nachdem wir eine geballte Ladung unter die Wanne geworfen hatten. Aus dem Churchill kam keiner mehr heraus. Die sind durch den Treffer schon alle im Eimer gewesen. Aus dem ersten Cromwell kamen noch 2 Mann raus und hoben die Hände. Die kassierten wir ein. Sie baten darum, ihre verwundeten Kameraden aus dem Panzer zu holen. Wir willigten ein und wiesen sie an, dass die vorerst bei ihren Panzern bleiben und keine Dummheiten versuchen sollten. Der letzte Mann war wohl in Kampflaune. Das Lug blieb zu und der Turm drehte sich immer wieder hin und her. Nach vorne konnte er aber nicht wirken, weil da auch seine Kameraden waren. Also bin ich auf den Turm raufgesprungen und habe mal ordentlich auf die Luke geklopft. Dann habe ich gebrüllt, sie sollen sich alle ergeben oder wir sprengen das Ding in die Luft. Der Turm drehte sich nicht mehr und das Rohr wurde abgesenkt. Dann hörte man den Lukenverschluss entriegeln und langsam ging das Turmlug auf. Ich blieb auf Distanz, man weiß ja nie. Wohl der Kommandant steckte den Kopf raus und meinte, dass seine Leute aussteigen werden. Nach und nach krabbelten die Panzersoldaten heraus. Er selber war der Letzte, tauchte aber nochmal im Panzer ab und wollte das Lug wieder zuschlagen. Ich nahm an, der wollte wie ein Kapitän mit seinem Schiff untergehen. Ich schmiss meine Munitionstasche nach vorne und der Deckel ging nicht mehr zu. Dann flog der Deckel wieder auf und eine Pistole kam zum Vorschein. Wild feuernd ging es in alle Richtungen. Dabei traf er mich am Arm. Dann war die Pistole wohl leer und er verschwand wieder im Turm. Ich zog 2 Handgranaten ab und warf sie in den Turm. Er hatte seine Chance. Ein dumpfer Schlag, dann gleich noch einer und der Deckel flog qualmend auf. Nachdem der Rauch sich verzogen hatte, schaute ich nochmal vorsichtig in den Turm. Der Kommandant war nur noch ein zerrissenes Stück Fleisch. Wir schnappten uns die Gefangenen. 2 Tommys ließen wir bei den Verwundeten in der Nähe der Panzer zurück. Die beiden Cromwells wurden noch angezündet und dann machten wir uns auf den Weg. Zurück bei den eigenen Linien gaben wir die Gefangenen ab. Da waren wir noch 12 Mann. Ein Major der Panzerjäger hörte sich meinen Bericht an, machte sich Notizen auf seiner Karte und schickte uns dann hierher, um erstmal etwas Ruhe zu bekommen. Rudolf sah sich dann die Verwundung an und entfernte den verschmutzten Verband. Mit der Sanitasche aus dem Panzer wurde der Kamerad dann neu verbunden. Rudolf meinte aber, er solle doch mal einen Arzt draufschauen lassen. Mittlerweile waren seine Leute alle eingeschlafen und auch er war scheinbar am Ende seiner Kräfte. Ich bedankte mich für die Erzählung und ließ ihn allein.
Er legte sich dann zu seinen Kameraden und auch Augenblicke später schnarchte er schon. Rudolf und ich sprachen über das Gehörte. Er fragte mich dann, ob ich den Panzer auch so einfach aufgeben würde. Ich dachte nach. Nein, so leicht nicht, aber erst ergeben und dann wieder zur Waffe greifen, das ist ja wie eine Ostfront. Schweinerei, aber so geht das nicht. Entweder mit der Waffe in der Hand bis zum letzten oder die Waffen ablegen und die Hände heben. Dann ist es eben der Weg in die Gefangenschaft. Rudolf stimmte mir zu, er hätte es ebenso gemacht. Nur in Russland, meinte er zu mir, da sich zu ergeben war eine schwierige Kiste. Man hat es ja schon öfter gehört, wenn sich Panzerleute ergaben, wurden die aus dem Kampfwagen gezerrt und der Iwan sah nur Totenköpfe an den Kragenspiegeln und dann war es aus. Nicht immer und überall, aber es passierte doch. Wir saßen noch eine Weile zusammen, die Erzählung von dem Oberscharführer lief an meinem geistigen Auge vorbei. Wir unterhielten uns noch eine Weile über die Panzernahkämpfer. Was für harte Männer das doch waren. Wenn die so weitermachen, kommen die nicht heil aus der Sache hier heraus. Am nächsten Morgen fuhr ich zum vorgeschobenen Gefechtsstand. Lagebesprechung um 10 Uhr. Es war ein kleines Bauernhaus, völlig unter Bäumen verborgen und eigentlich sehr idyllisch. Fahrzeuge waren gut getarnt in der Nähe untergestellt und wir hatten Anweisung, nur auf 1000 Meter heranzufahren. Den Rest musste man zu Fuß durch eine Allee gehen, damit es keine Staubwolken gab, die einen verraten könnten. Als wir dort eintrafen, herrschte ein reges Treiben, aber trotzdem gab es vor dem Haus etwas Kaffee und ein wenig Gebäck. Englisches. Wo auch immer das herkam. Es schien sehr frisch zu sein. Die Lagebesprechung aber war sehr ernüchternd. Die Verteidigung von Tilly war so gut wie unmöglich geworden, Willers Bocage wurde nochmals erläutert und die Männer der LAH lobend erwähnt. Trotzdem war die Lage angespannt. Kaum Nachschub kam durch, überall Flieger, Partisanen, die immer wieder Gleise in die Luft jagten, und wer Pech hatte, wurde plötzlich von hinten angegriffen, da die feindlichen Kräfte sich im Schutze der Hecken und Hohlwege schnell und ungesehen vortasten konnten. Aber es gab auch gute Nachrichten. Die Alliierten kamen nicht so gut voran. Immer wieder verloren sie Panzer und Fahrzeuge. Aber es schien so, als ob die für jedes zerstörte Fahrzeug 2 neue am Strand anlanden würden. Für den Abend sollten wir wieder eingesetzt werden. Vorstoß, hart links von Caen und ein Keil in die dort liegenden Feindtruppen schlagen. Das war der erste Akt, um noch das Ruder im Gebiet um Tilly wieder in die Hand zu bekommen. Wir hatten unsere Befehle und am Nachmittag waren wir zurück. Unsere Grenadiere waren vor Ort und wir bereiteten alles für den Angriff vor. Die SS-Leute waren immer noch da und der Oberscharführer war scheinbar weiterhin Verfügungsmasse und wurde kurzerhand in unsere Grenadiergruppe eingegliedert. Solange seine Einheit wusste, wo er war, schien das in Ordnung zu sein. Am frühen Abend rollten wir los. 4 Panther, eine Flak und 3 SPW mit der Infanterie. Wir waren der zweite Wagen und ich muss sagen, die Stimmung war gut. Wir rollten knapp 2 Stunden und beim letzten Büchsenlicht waren wir in unserem Bereitstellungsraum. Hier suchten wir uns gut getarnte Positionen. Sollte denn doch schon früher Feindkontakt sein, wären wir vorbereitet. Die Grenadiere zogen noch weiter, erkundeten das Vorfeld und prüften die Landkarten auf Fehler. Es schien aber alles soweit in Ordnung zu sein, denn der Führer der Grenadiere meinte zu mir, dass alles, was die dort gesehen haben, den Karten entspräche. Na dann. Die Männer sollten sich noch etwas ausruhen. Der Angriffsbeginn war für 5 Uhr früh angesetzt. Ich legte mich zeitig hin, wollte ich doch schon früh wieder aufstehen. Aber die Engländer machten mir einen Strich durch die Rechnung. Gerade als ich es mir gemütlich gemacht hatte, schlugen die ersten Mörsergranaten in unserer Nähe ein. Es ging also schon los. Dann ran an die Marie. Als ich mich auf meinen Kommandantensitz fallen ließ, röhrte der Motor schon. Mit dem Fuß traf ich auf etwas Weiches. Rudolf schimpfte mit mir. Er war schon im Panzer. Ich hatte ihn nicht bemerkt. »Kann kommen, der Tommy«, rief er mir noch zu. Dann setzte ich meine Kopfhörer auf.